Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich über die Halbleiterdiode und den Transistor sprechen. Halbleiterstoffe wie Silizium besitzen eine Kristallstruktur. Das bedeutet, dass die Atome auf bestimmten vordefinierten Plätzen sitzen, welche nach einem bestimmten Schema angeordnet sind. Das Siliziumatom besitzt 14 Elektronen. Die 4 Elektronen der äußeren Schale werden Valenzelektronen genannt und sind für die Bindung an Nachbaratome verantwortlich. Die Leitfähigkeit von Silizium ist abhängig von den vorhandenen freien Elektronen. Durch die Bindung der äußeren Elektronen sollten eigentlich keine freien Elektronen im Siliziumkristall vorhanden sein. Dennoch ist eine geringe elektrische Leitfähigkeit vorhanden. Dies hat folgende Ursachen: Verunreinigungen im Siliziumkristall oder das Aufbrechen der Kristallverbindungen, zum Beispiel durch Hitze, aber auch durch die sogenannte Oberflächenleitfähigkeit. Letzteres tritt dadurch auf, dass die Siliziumatome an der Oberfläche keine Nachbarn haben. Somit sind diese Valenzelektronen frei. Man unterscheidet zwischen N- und P-Silizium. N-Silizium wird gezielt mit einem Werkstoff verunreinigt, welches die Anzahl der freien Elektronen künstlich erhöht. Beispielsweise verwendet man Phosphor, welches 5 Elektronen besitzt. Je mehr Phosphoratome sich mit dem Silizium verbinden, desto leitfähiger wird es. N-Silizium ist ein Halbleiterwerkstoff mit freien negativen Ladungsträgern. P-Silizium wird gezielt mit einem Werkstoff verunreinigt, welches aber die Anzahl der freien Elektronen künstlich reduziert. Hierfür verwendet man zum Beispiel Aluminium, welches nur 3 Elektronen besitzt. Die Verbindung mit Silizium lässt eine offene Bindung zurück. Somit entstehen Löcher in der Kristallstruktur. Da dies ein instabiler Zustand ist, wird nun versucht, die offene Bindung mit freien Elektronen aufzufüllen. Aufgrund des Elektronenmangels ist dies aber ein ständiger Prozess, wo überall im Halbleiterkristall Bindungen vervollständigt werden und gleichzeitig neue Löcher geschaffen werden. P-Silizium ist ein Halbleiterwerkstoff mit freien positiven Ladungsträgern. Der P-N-Übergang. Wenn man nun ein N-Silizium und P-Silizium miteinander verbindet, entsteht an der Grenze ein sogenannter P-N-Übergang. Im Grenzbereich der N-Zone entstehen viele positiv geladene Phosphorionen. Im Grenzbereich der P-Zone entstehen viele negativ geladene Aluminiumionen. Durch diese Konzentration von Ionen entsteht eine positive und negative Raumladung. Ein elektrisches Feld entsteht. Der gesamte Bereich wird auch Raumladungszone genannt. Was geschieht, wenn wir nun eine äußere Spannung anlegen? Wenn der Stromkreis geschlossen wird, drückt der Minuspol der Spannungsquelle Elektronen in die P-Zone, welche in die offenen Bindungen, also den Löchern, gedrückt werden. Der Pluspol saugt währenddessen Elektronen aus der N-Zone ab. Insgesamt verbreitert sich dadurch die Raumladungszone. Im Inneren gibt es keine beweglichen Ladungsträger mehr, da diese durch die Stärke des elektrischen Feldes hinausgedrängt werden, sowie dies ein Durchkommen anderer Ladungsträger verhindert. Bei dieser Polung kann kein Strom fließen. Der P-N-Übergang sperrt, wenn ein Minuspol an der P-Zone angelegt wird. Dieser entstandene Widerstand ist aber nicht beliebig hoch und kann unter bestimmten Umständen auch durchbrochen werden. Wenn die Polung umgedreht wird, das heißt der Pluspol an die P-Zone angeschlossen wird, passiert das Gegenteil. Wird der Stromkreis geschlossen, so drückt der Minuspol der Spannungsquelle Elektronen in die N-Zone. Die Folge ist, dass Elektronen den Halbleiterkristall überfluten. Die Raumladungen werden abgebaut, der Strom kann ungehindert fließen. Der P-N-Übergang kann je nach angelegter Spannungsrichtung den Strom entweder sperren oder fließen lassen. Es gibt viele Bauformen. Die wohl am bekannteste ist die LED, also die Light Emitting Diode. Es gibt auch noch Sonderformen wie zum Beispiel die Zener-Diode. Wieso ist dieses Wissen so wichtig? Diese Theorie ist notwendig, damit ihr die Funktion eines sehr wichtigen Bauteils verstehen könnt, dem Transistor. Ursprünglich in den 1920er und 1930er Jahren erfunden, sind heute diese Bauteile nicht mehr wegzudenken. Sie sind praktisch überall in der heutigen Elektronik vorhanden.
Man unterscheidet zwischen bipolaren Transistoren und Feldeffekttransistoren. In diesem Video möchte ich euch die bipolaren Transistoren vorstellen, da diese die einfachsten sind. Diese werden in der Regel aus 3 Siliziumschichten gefertigt und sind in 2 Gruppen unterteilt: der NPN- und PNP-Transistor. Hier seht ihr einen schematischen Aufbau eines bipolaren Transistors. Im Wesentlichen wurde die Halbleiterdiode um eine dritte Schicht erweitert. Es gibt 3 Anschlüsse: den Kollektor, die Basis und den Emitter. Schauen wir uns einen NPN-Transistor an. Wenn zwischen Kollektor und Emitter eine Spannung angelegt wird, sperrt der untere PN-Übergang, da sich dadurch die Raumladungszone vergrößert. Wird nun zwischen Basis und Emitter eine Spannung angelegt, wird der untere PN-Übergang gleitend. Man kann hier von einer Art Schaltvorgang sprechen. Zwischen der Basis und dem Emitter fallen je nach Bauart zwischen 0,6 und 0,9 Volt ab. Der Schaltvorgang erfordert sehr wenig Strom. Das Verhältnis zwischen dem Basisstrom und Kollektorstrom liegt je nach Bauart zwischen dem Faktor 4 bis 1000. Das heißt, über die Basis kann mit einer sehr kleinen Stromstärke eine weitaus höhere Stromstärke geschalten werden. Genug von der Theorie, kommen wir zur Praxis. Dies ist eine sehr einfache Schaltung, um euch die Funktionsweise eines NPN-Transistors zu zeigen. Zuerst berechnen wir die einzelnen Spannungen und Ströme. Wenn ihr genau hinseht, erkennt ihr, dass die beiden Stränge parallel geschalten sind. Dies bedeutet, dass dort die gleiche Spannung anliegen wird. In jedem Strang haben wir folgende Teilspannungen. Links ist eine Spannung am Widerstand und zwischen Basis und Emitter. Rechts ist eine Spannung am Widerstand und an der LED. Der Widerstand an der Basis ist mehr als 10-mal größer als der bei der LED. Das hat den Grund, dass wir rund 0,7 Volt zwischen der Basis und dem Emitter benötigen. Wenn wir 9 Volt an diese Schaltung anlegen, verbleiben 8,3 Volt am Widerstand R1. Mit dem Ohmschen Gesetz erhalten wir einen Strom von 1,48 mA. Für den zweiten Strang nehmen wir 2 Volt für die LED an. Damit bleiben 7 Volt für den Widerstand R2 übrig. Wir erhalten für diesen Strang 14,89 mA. Der Gesamtstrom ist die Summe von diesen beiden Teilströmen und ergibt 16,37 mA. Mit dem Taster an der Basis können wir den Schaltvorgang durchführen. Machen wir in diesem Zustand einige Messungen. Die Messwerte passen gut zu den errechneten Werten.
Die Abweichungen ergeben sich durch mehrere Faktoren wie zum Beispiel der Bauteiltoleranzen, aber auch der Messelektronik des Multimeters. Zu guter Letzt zeige ich euch dieselbe Schaltung mit einem PNP-Transistor. Der größte Unterschied ist der, dass die anderen Bauteile mit dem Minuspol verbunden werden. Die Spannungs- und Stromwerte sind gleich wie bei der anderen Schaltung. Ich hoffe, ich konnte euch die Funktionsweise einer Diode und eines bipolaren Transistors näher bringen. Schreibt mir eure Meinungen dazu in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut!